Auch mal Lust, eine Runde Radlader zu fahren? Nein, keine Angst, das ist kein Werbespot von Jochen Schweizer. Wir werden uns nun mal einen Antrieb, der ideal für so ein Modell geeignet ist, etwas näher anschauen. Wir kommen zu einem weiteren Tutorial. Diesmal werden wir uns ein Getriebe anschauen, das ideal ist für Traktoren oder Radlader. Bedingt durch seine kleine Bauform ist das Getriebe ideal dafür geeignet, um in solchen Fahrzeugen verbaut zu werden. Die hohe Übersetzung sorgt dafür, dass die Fahrzeuge eine angenehme Fahrgeschwindigkeit haben und genug Kraft aufweisen, damit man auch mal etwas von A nach B transportieren bzw. den Anhänger schleppen kann. Ja, der Bausatz ist aus dem Hause Soll Expert bzw. 1:87 Modellbau und den gucken wir uns jetzt einfach mal ein bisschen genauer an. Zuerst gucken wir mal, was sich alles in dieser Tüte befindet. Zum einen haben wir einen 1:25er Motor, eine passende Schnecke, eine Antriebsachse, 4 Schrauben, damit man die Gehäusehälften später einfach öffnen und schließen kann, 2 gefräste Messdinghälften, ein 19er Ritzel, 2 mm stark, schräg verzahnt und zur Lagerung 4 Kupferhülsen. Und eine schöne Bedienungs- bzw. eine Aufbauanleitung. Wie wir sehen, sind das nur wenige Schritte. Der Aufbau sollte also relativ einfach vonstatten gehen. Stellt sich aber die Frage, was benötige ich für Werkzeug? In erster Linie Reibaalen, dann haben wir ein Skalpell, Pinzette, Kreuzpinzette ist auch immer sehr empfehlenswert. Dann kommt die nächste Frage, was für Kleber verwendet man? Ich verwende gerne Loctite, allerdings sollte man ab und zu auch mal einen Blick auf das Datum werfen. Der ist jetzt hier 2010 abgelaufen, deshalb habe ich einfach mal eine neue Flasche besorgt. Die ist noch etwas länger gültig. Dadurch, dass man da nicht so wirklich viel benötigt, halten die Flaschen eigentlich in der Regel auch sehr lange. So, zum Portionieren, das habe ich mir bei einem Mikromodellbaukollegen abgeschaut, nehme ich gerne Chromkorken in der Zwischenzeit und 2 Zahnstocher. Ein weiteres wichtiges Zubehörteil ist in diesem Fall ein Messschieber. Damit werden wir nachher die Position des Zahnrads genau bestimmen. Und noch ein kleiner Helfer, damit die Welle dann auch beim Aufkleben stabil hält. Jetzt kommt es natürlich darauf an, was wir für ein Fahrzeug bauen wollen. Wenn man jetzt den Radlader nimmt, den nehme ich jetzt hier mal auseinander hinten. Vorsichtig, so. Kann es unter Umständen sein, dass die Wellen etwas länger sind. Das sehen wir jetzt hier ganz deutlich. Hier oben, das ist eine Achse für einen LKW, die beträgt, nicht genullt, ganz wichtig, so, erstmal nullen, das müssten 24 mm sein, ja, und die des Radladers beträgt, ich mache das jetzt mal so, das sind 28 mm. Da das Getriebe später mal in einen Radlader verbaut werden soll, nehme ich in dem Fall die längere Welle und wie gesagt, wir haben jetzt 28 mm. Davon ist die Hälfte 14 und dann noch um 1 mm reduzieren. Ich zeige euch auch gleich, warum ich das so mache. Haben wir dann 13 mm. Fixiere das mal. Jetzt können wir mit Hilfe des Längsstabes die Welle ideal in der Mitte der Achse platzieren. Dafür spannen wir jetzt die Welle einfach mal ein. Dann nehmen wir hier einen Tropfen Loctite. Können wir oben drauf tun. Brauchen wir nur eine ganz kleine Menge, denn durch die Kapillarwirkung zieht sich auch schon die kleinste Menge direkt in die Zwischenräume. Jetzt können wir vorher noch mal schauen, ob das Zahnrad nicht einen Grat hat. Das passiert manchmal bei der Produktion. In dem Fall ist ein kleiner Grat vorhanden. Jetzt nehmen wir uns hier eine 1 mm Reibahle und reiben das Zahnrad vorsichtig einmal so rum auf. So,
sollte sich das auch hier gut drüber schieben lassen. Jetzt können wir schon mal ungefähr die Position abmessen, wo das später mal hin soll, das Zahnrad. Jetzt haben wir hier die Position. Schieben wir das ein Stückchen rüber. Jetzt tragen wir hier dünn das Loctite auf. Wichtig ist, wenn das Loctite sehr neu ist, dann klebt das sehr gut und man hat meistens nicht viel Zeit, das Zahnrad entsprechend zu platzieren. Ich schiebe das jetzt rüber, das ging jetzt schon fast ein bisschen schwer. Ich drehe es jetzt noch 2-3 Mal. So. Und das war es eigentlich auch schon. Jetzt können wir das zur Seite legen und lassen die Welle einfach mal trocknen. Was ich jetzt vorher noch vergessen habe, wir brauchen natürlich auch noch einen Schlitzschraubenzieher. Das ist ein 1:25er Motor. Der ist ideal für Bagger oder für Radlader. Es gibt das gleiche Getriebe, aber auch noch mit einem 1:5er Motor. Das ist dann dieser. Der Zusammenbau ist identisch, aber wie wir sehen, haben wir eine bedeutend kürzere Bauform. Hier haben wir eine Bauform von 16,5 mm in etwa und hier 14 mm. Die paar Millimeter können meist schon entscheidend sein, denn wie wir wissen, ist in unseren Mikromodellen nicht unbedingt immer der meiste Platz vorhanden. Allerdings haben die, wie gesagt, einen großen Unterschied. Der Faktor 5 ist bei dem Motor höher, das heißt, der Motor dreht sich 5-mal langsamer als der Motor. Und wenn wir jetzt in einen LKW ein 25er Getriebe einbauen, fährt er aus meiner Sicht etwas zu langsam. Hinzu kommt jetzt hier auch noch, dass die Räder bedeutend größer sind als bei einem LKW. Wenn man mal guckt, das hier ist fast das Doppelte an Größe. Das heißt, wenn wir das Getriebe einmal im Traktor verbauen und einmal im Radlader, werden wir da schon deutlich sehen, dass der Traktor bedeutend schneller wird. Was allerdings auch im realen Leben so ist, weil ich glaube, die Radlader fahren um die 20 km/h und die großen Traktoren dürfen wohl um die 60 km/h fahren. Nichtsdestotrotz geht es jetzt weiter. Hier haben wir jetzt eine Schnecke mit einem 1,5er Loch und hier der Schaft ist auch 1,5 mm. Wir schauen uns auch die Schnecke noch mal kurz an, ob da ein Grat dran ist. Machen wir eine kurze Probe. So. Und hier ist jetzt mein Plan. Wir werden hier außen Loctite drauf machen, dann die Schnecke hoch, ein bisschen drehen, damit sie es verteilt und dann sanft wieder zurückschieben. Wir machen definitiv hier kein Loctite rein und schieben die Schnecke zurück, denn dann kann es ganz schnell passieren, dass das Loctite in das Getriebe reinläuft und damit ist der Motor kaputt. Nehmen wir uns also wieder eine dünne Menge Loctite, tragen das hier auf. Und hier mit dem Zahnstocher kann man das auch sehr schön dosieren. Wir schieben die Schnecke ein bisschen hoch. Jetzt habe ich schon fast ein bisschen zu lange gewartet. Drehen dann das Ganze mal und schieben dann die Schnecke wieder runter. Naja, ich habe jetzt schon fast ein bisschen zu lang gewartet. Man sieht, der Loctite ist noch relativ frisch. Ein bisschen Zewa ist auch immer von Vorteil. Können wir gleich abwischen. So. Bei den Motoren habe ich dann noch einen kleinen Tipp für euch. Die Kabel hier hinten sind meist immer sehr empfindlich. Ich mache dann Folgendes. Ich nehme Kleber, der gelförmig ist. Und packe dann hier hinten drauf an die Kontakte immer ein bisschen Kleber, denn nichts ist schlimmer, wenn hier dran die Kontakte abbrechen. Und jetzt legen wir die einfach um und fixieren die hier mit der Kreuzpinzette. Jetzt kann man hier auch noch mal ein bisschen Kleber hinten drauf verteilen, sodass die Anschlüsse schön geschützt sind. Denn wenn das Kabel hier oder hier abbricht, kann man es immer noch mal anlöten. Wenn allerdings, wie gesagt, hier direkt an dem Motor der Draht abbricht, dann ist der Motor nicht mehr zu retten. Und ich habe schon genug Motoren gehabt, die da hinten abgebrochen sind. So, das lassen wir jetzt einfach mal trocknen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe das Loctite über Nacht schön trocknen lassen. Wir schauen jetzt nochmal,
dass wir hier in dem Bereich keine Klebereste haben und die entfernen wir vorsichtig mit einem Skalpell. Auf der anderen Seite hat es nichts rausgedrückt, das ist okay. Hier ist aber trotzdem noch ein bisschen was. Und ich würde es jetzt, wenn da wirklich Klebereste sind, mit dem Skalpell runter und dann wegziehen. Mit einem Schleifpapier würde ich da jetzt nicht rangehen, weil dadurch der Außendurchmesser der Welle gleich reduziert wird und dadurch kann eventuell der Abstand zwischen Zahnrad und Schnecke schon so beeinträchtigt werden, dass das Getriebe dann nicht mehr so schön läuft. Deshalb hier einfach vorsichtig mit dem Skalpell rangehen und dann, wie in der Anleitung beschrieben, die Kupferhülsen drauf schieben. Dabei gucken, dass die sich leicht drehen lassen. Das ist schön, die geht auch schön bis ran. Brauchen auch keine Bedenken haben. Die zweite ist auch okay. Das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Die geht ein bisschen schwer. Dann nehmen wir uns die Reibahle. Meistens befindet sich der Grat hier auf der dünnen Seite. Die halten wir dann einfach fest. Reiben die noch einmal auf. Und desto genauer man oder sorgfältiger man jetzt arbeitet, desto weniger Probleme hat man dann später nach dem Zusammenbau. Denn nichts ist ärgerlicher, als wenn das Modell fertig ist und man sieht, dass das Getriebe irgendwie schlecht läuft, schwer läuft oder ruckelig. Jetzt haben wir den Teil fertig. Das können wir jetzt schon mal hier reinsetzen. An dem zweiten Punkt jetzt, bei dem Motor, weiche ich von der Anleitung ab. Hier steht jetzt drin, dass wir den Motor in das Getriebe schon einkleben sollen. Ich würde allerdings erstmal schauen, dass das alles leichtgängig ist und würde dann den Motor zum Schluss einkleben. Hier steckt jetzt der Motor drin und jetzt nehmen wir uns hier einfach die zweite Getriebehälfte und stecken das zusammen. So, hier sehen wir jetzt, an dem Loch hat der Motor noch ein kleines bisschen Spiel. Das ist so gewollt, das ist in Ordnung. Und die restlichen Komponenten passen perfekt zusammen. Hier machen wir jetzt erstmal 2 Schrauben rein. Schön diagonal. Wie ihr seht, das geht auch mit zittrigen Händen. Ich bin nicht aufgeregt, ich zitter immer so. Das ist leider so. Ideal ist es natürlich, wenn beide Hände im gleichen Rhythmus zittern. Und die Schrauben mache ich jetzt erstmal nur handfest. Das heißt handfest. So, leicht anziehen. So. Huch. Einmal abgerutscht. Wer abrutscht, darf nochmal. Und schon haben wir eigentlich ein fertig aufgebautes Getriebe. Und ich mache jetzt hier mal die zweite Kamera an, damit wir das Netzteil sehen und habe dann hier auch schon was vorbereitet. Dann schauen wir mal, bei wie viel Milliampere das Getriebe jetzt losläuft. Drehen wir das jetzt hier mal bei 45. Okay. 12 Milliampere. Geben wir hier mal. Läuft doch schön gleichmäßig. Geräuschspiegel ist auch schön leise. Gut, jetzt haben wir einen kleinen Geräuschpegel, allerdings hängt das jetzt damit zusammen, dass das hier jetzt auf Holz ist. Sehen wir jetzt hier, das ist wesentlich leiser und dann Pipette ist auch noch links. Das sieht doch ganz gut aus. Dann können wir den Motor jetzt einkleben und dann sind wir mit dem Getriebezusammenbau fertig. Für das Einkleben nehmen wir jetzt wieder den Sekundenkleber mit dem Gel. Und da sind wir jetzt dann auch richtig sparsam. Das mache ich einfach, indem ich hier unten in diesen Rand ein kleines bisschen Kleber reinmache. Mehr brauchen wir gar nicht. Und da der Motor später so
im Radlader verbaut ist, ist es ideal, wenn die Drähte nach oben hinweg gehen. Muss ich nur sehen, dass ich das hier drüben noch treffe. So, und so lassen wir das jetzt auch trocknen. Und fertig wäre unser Getriebe. Jetzt habe ich noch einen Hinweis, wer bis jetzt aufgepasst hat. Man muss die Zahnräder nicht unbedingt kleben, man kann die auch verlöten. Dann sollte man allerdings eine Messingwelle nehmen. In dem Fall habe ich jetzt hier einfach mal ein 1 mm Zahnrad genommen mit 19 Zähnen. Ist genau das gleiche, was hier verbaut ist. Hierbei ist es dann sehr wichtig, dass man schaut, dass das Lötzinn wirklich nur in dem Bereich verteilt wird, in dem quasi die Verbindung zwischen Welle und Zahnrad vorhanden ist. Das geht ganz schnell, dass das Lötzinn dann auch in die Zahnzwischenräume reinfließt und dann ist das Zahnrad nicht brauchbar. Ideal ist es auch noch, wenn man dafür dann ein bisschen Lötfett verwendet oder Lötwasser besser gesagt, und dann mit etwas Übung kann man dann auch die Zahnräder auf die Wellen auflöten. Wir können uns jetzt das Zahnrad nochmal im eingebauten Zustand anschauen. Das ist wie gesagt der Radlader, den ihr schon gesehen habt. Und hier unten ist jetzt das Getriebe verbaut. Der Motor sitzt verkehrt rum drin. So, ihr seht auch, hier hinten muss etwas ausgefeilt werden. Und ich tue eigentlich meine Modelle so zusammenbauen, dass ich zu Wartungsarbeiten immer noch an die ganzen Komponenten rankomme. Ich kann jetzt hier hinten das Hinterteil abnehmen und das Ganze hier drin ist verstiftet. Das sieht man auch schön, da es pennant gelagert ist. Ich kann einen Stift rausziehen und dann kann ich das Getriebe nach unten entfernen, falls es da doch mal Probleme geben sollte. Und wie ihr seht, das ist wirklich genau das gleiche Getriebe, was da verbaut wurde. Und so sitzt das Getriebe dann quasi hier drin. Jetzt können wir hier nochmal gucken. Hier passt das Getriebe auch sehr schön rein. Die Achse wird wahrscheinlich sogar fast identisch sein. Aber da würde ich lieber dann nochmal auf Nummer sicher gehen und würde die Achse von dem Traktor entweder abmessen oder gleich die Achse verwenden. Ansonsten war es das schon. Ich werde jetzt noch eine Runde spielen, wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und dann sehen wir uns hoffentlich zu eines der nächsten Tutorials wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, macht einen Daumen hoch. Kritik ist gerne willkommen. Packt alles in die Kommentare vom Video und ich werde dann zeitnah darauf reagieren. Danke, tschüss! Mal gucken, wer noch zuschaut. Aufgeräumt werden muss natürlich auch, und wenn man dann schon mal einen Radlader zur Hand hat, kann man das natürlich auch gleich mit dem Radlader machen. Ich muss zugeben, ich bin nicht der beste Radladerfahrer, aber bekanntlich macht ja Übung den Meister. Mal gucken, ob das jetzt hier so rum klappt.